ja, Indien, das Land der Schlangenbeschwörer. Oder? Gibt es in Indien wirklich so viele davon? Und wie machen die das überhaupt? Habt ihr gewusst, dass es in Indien ein Festival gibt, das man sogar vom Weltall aus sehen kann? Habt ihr gewusst, dass Indien ursprünglich nicht Teil des eurasischen Kontinents war? Wey, Namaste! Ich bin die Latoya von Indisch für Anfänger. Und ich dachte mir, zum Start des Kanals bringe ich euch einfach mal ein paar harte Fakten über Indien, damit wir alle auf dem gleichen Wissenslevel sind. Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner und ist damit nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt und wird wahrscheinlich im Jahr 2022, also in 2 Jahren, China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholen. In Indien wohnen 17,7% der gesamten Weltbevölkerung. Das ist echt eine Nummer. Indien stellt 2 der 10 größten Städte auf der gesamten Welt. An zweiter Stelle steht Neu-Delhi mit über 30 Millionen Einwohnern. Und auf Platz 9 liegt Mumbai mit über 20 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich, Berlin hat ungefähr 4 Millionen Einwohner. Indien ist eine parlamentarische Demokratie, genau wie Deutschland, und ist damit die größte Demokratie der Welt. Indien bedeckt eine Fläche von 3.287.000 Quadratkilometern und ist damit das 7. größte Land der Welt. Zum Vergleich ist es ungefähr 10-mal so groß wie Deutschland. Indien ist ein föderaler Staat, genau wie Deutschland. Ihr seht, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Indien hat 28 Bundesstaaten und 8 Unionsterritorien. Das sind sowas Ähnliches wie Stadtstaaten. Die haben ihre eigene Rechtsprechung. Eins davon ist die Hauptstadt Neu-Delhi. Indien hat 8 Nachbarländer, und zwar Pakistan, China, Bangladesch, Nepal, Bhutan, Myanmar und auf dem Seeweg Sri Lanka und die Malediven. Übrigens, Karten, deren Darstellung der indischen Grenzen von der Eigendefinition Indiens abweicht, sind in Indien verboten. Indien hat eine dreifarbige Flagge, die sogenannte Trikolore. Und zwar Safrangelb, was für Mut steht, Weiß steht für Wahrheit und Frieden und Grün für Glaube, Wohlstand und Treue. In der Mitte befindet sich das sogenannte Dharma Chakra oder auch das Ashoka Chakra, das sogenannte Rad der Rechtschaffenheit, ein Symbol, das der große indische König Ashoka prägte. Die Inder sind ein sehr patriotisches Volk und da verwundert es kaum, dass man auch die indische Nationalflagge mit größtem Respekt zu behandeln hat. Es gibt sogar ein Gesetz dafür. Man darf zum Beispiel die Flagge nicht mit dem Boden oder mit Wasser in Berührung bringen. Sie darf nicht als Unterwäsche, als Bettwäsche oder als Tischdecke benutzt werden. Und selbst wenn sie mal entsorgt werden muss, muss dies mit größtmöglichem Respekt geschehen. Die indische Währung ist die indische Rupie, abgekürzt INR. Und 1 Euro hat ungefähr den Wert von 86 indischen Rupien. Indien ist seit dem 15. August 1947 unabhängig. Davor war es eine britische Kolonie. Die indische Zeitzone ist UTC plus 5 Stunden 30. Damit ist Indien 4,5 Stunden vor uns im Winter und im Sommer 3,5 Stunden. Grund ist, Indien hat keine Zeitumstellung, so wie wir. Es gibt in Indien keine Nationalsprache, aber dafür 23 Amtssprachen. Das sind Hindi, Englisch, Assamia, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Marathi, Meitei, Nepali, Oriya, Punjabi, Santali, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu und Urdu. Dabei ist wichtig zu wissen, Hindi wird nur von ungefähr 50% der Bevölkerung als erste oder zweite Sprache gesprochen. Das heißt, jemand, der nur Hindi kann, kann sich nicht in allen Landesteilen verständlich machen. Indien beheimatet im Prinzip alle Religionen, die es auf der Welt gibt. Die 6 wichtigsten und größten Religionen in Indien sind mit 80% der Einwohner der Hinduismus, danach kommt der Islam, danach das Christentum, der Sikhismus, der Buddhismus und der Jainismus. Nach Indonesien hat Indien die größte muslimische Bevölkerung auf der ganzen Welt, sogar mehr als die rein muslimischen islamischen Republiken. Wichtig zu wissen ist, bei keiner der großen Religionen in Indien gibt es nur eine einzige Strömung. Es gibt ganz viele verschiedene. Allein im Hinduismus gibt es mehrere. Die
größten davon sind Vishnuismus, Shaktismus und Shivaismus. Die meisten von euch denken wahrscheinlich, ah ja, Hinduismus, stimmt, das war das mit der Vielgötterei, Polytheismus und so, mit den tausenden Göttern. Ja, aber der Hinduismus per se ist kein Polytheismus. Es gibt zwar eine Vielzahl von Göttern und auch Propheten, jedoch gibt es ein paar wenige Hauptgötter, die besonders verehrt werden, und generell werden alle vorhandenen Götter als Verkörperung des einen höchsten Göttlichen gesehen. Jedes Individuum oder Familie betet einen bestimmten Gott vorzugsweise an. Allen Göttern im Hinduismus wird Respekt entgegengebracht. Sie sind für die Inder genauso Götter wie ihr jeweils gewählter Hauptgott, jedoch hat dieser für sie eine ganz besondere Bedeutung. Hinduismus und Sikhismus tun sehr viel für die Armen. Es ist ein bedeutender Bestandteil der Religion, Armenfütterung zu betreiben. Das heißt, in den meisten hinduistischen und sikhistischen Tempeln wird täglich eine warme Mahlzeit für die Ärmsten des Landes angeboten. Der Goldene Tempel in Amritsar, das ist das höchste Heiligtum der Sikhs, teilt pro Tag über 100.000 Portionen aus. Vielleicht haben einige von euch schon mal von einem Festival gehört, das man sogar aus dem Weltall sehen kann und habt wahrscheinlich gedacht, ja, so ein Blödsinn. Aber tatsächlich, das stimmt. Und zwar ist hier die Rede vom Kumbh Mela. Das ist das größte religiöse Fest im Hinduismus und findet nur alle paar Jahre statt. Krönung dieses Festes ist das Bad in den heiligen Gewässern. Und so kommen zu jeder Kumbh Mela mehrere Millionen Menschen. Zuletzt waren es 34 Millionen. Kein Wunder, dass man das aus dem Weltall sehen kann. Indien hat ein Kastensystem, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Allerdings wurde es vor einigen Jahren abgeschafft. Offiziell zumindest. Denn tatsächlich bestimmt das Kastensystem noch immer weite Teile der indischen Gesellschaft. Allein schon, wenn es um die Hochzeit geht. Denn nur die wenigsten indischen Familien lassen zu, dass eine Hochzeit über Kastengrenzen oder auch Religionsgrenzen hinweg geschieht. Es gibt 4 Hauptkasten, sogenannte Varnas, und zahlreiche Unterkasten, die man Jati nennt. Die 4 Varnas sind Brahmanen, die intellektuelle Elite und Priester, Kshatriyas, die Kriegerkaste, sowie Fürsten und höhere Beamte, Vaishyas, die Händler, Kaufleute und Grundbesitzer, sowie die Shudras, Handwerker, Tagelöhner und Bauern. Darunter stehen die Kastenlosen, die sogenannten Unberührbaren, auch Dalit oder Pariah genannt. Sie stehen meist am Rande der Gesellschaft und bekommen nur die schmutzigsten Jobs. Manche Hindus sind so extrem, dass sie sich sogar schon besudelt fühlen, wenn nur der Schatten eines Dalit ihren eigenen berührt. Wir wissen von den frühesten Hochkulturen der Erde. Welche sind das? Die Römer, die Griechen, die alten Ägypter. Aber von wem ihr wahrscheinlich nicht wisst, das ist von der indischen Hochkultur. Die antike Induskultur hatte ihre Blütezeit vor über 5000 Jahren und damit wahrscheinlich sogar noch viel früher als die alten Ägypter. Wir verdanken Indien zahlreiche wichtige Erfindungen. Eine davon ist die Null. Das ist nicht das einzige. Die indische Kultur hat noch weitere mathematische Meisterleistungen hervorgebracht, wie zum Beispiel das Dezimalsystem, die Arithmetik und die Algebra. Auch bei der Trigonometrie haben indische Wissenschaftler maßgeblich dazu beigetragen, diese weiterzuentwickeln. Wir alle kennen wohl die Hoktoiletten als der größten Albtraum eines möglichen Campingurlaubs im Ausland. Sie wird in Indien auch Indian Style Toilet genannt, weil sie die weit verbreitetste Toilettenform in Indien ist. Tatsächlich ist aber unsere westliche Toilette, die auf die man sich so gemütlich draufsetzen kann, eine antike indische Erfindung. Was ist jetzt eigentlich mit den Schlangenbeschwörern? Gibt es die wirklich? Ja, die gibt es wirklich, aber die beschwören keine Schlangen, sondern die tricksen sie eher ein bisschen aus. Stellt euch vor, ihr kommt aus einem dunklen Raum in hellstes Tageslicht. Wie viel seht ihr da? Wahrscheinlich nichts. Und genauso geht es der Schlange auch. Die ist erstmal komplett geblendet und dann sieht sie vor sich so einen sich bewegenden Punkt, das Ende der Tröte des Schlangenbeschwörers. Und auf die fixiert sie sich und bewegt sich mit ihr mit, damit sie sofort zubeißen kann, wenn sie ihr zu nahe kommt. Das ist das ganze Geheimnis. Und wie viele Schlangenbeschwörer es in Indien gibt, kann ich euch nicht sagen. Nur so viel, auf meinen gesamten Reisen habe ich noch nie einen gesehen. Das war's mit 25 Fakten zu Indien. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch ein Like oder schreibt einen Kommentar über das, was noch fehlt an Fakten über Indien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilen würdet, um ein bisschen mehr Wissen zu verbreiten über Indien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen und Dhanyavad!